Das ist ein Mega-Fahrrad. Ja, das habe nicht ich gesagt, sondern das sagt Nico Ockenfeld. Und er muss es ja wissen, denn er verkauft ja Fahrräder. Nico, Mega-Fahrrad. Bergamont aus Deutschland. Designt aus Deutschland. Tolles Produkt. Ja, also die Evil-Serie, so wie wir hier sehen, ist komplett neu. Evil-Serie ist die Top-Serie im Trekkingrad-Segment, rein basierend auf einem Tiefeinstieg. Also es gibt keine Trapez- oder Herren-Version in dem Sinn. Die Tiefeinstiegsvarianten sind ja mittlerweile komplett unisex, das heißt sowohl Männlein, Weiblein, auch divers kann damit unterwegs sein. Und wir haben im kommenden Jahr 5 neue Modelle. Man sieht, vom Grundaufbau ist das Konzept gleich geblieben, das heißt also von der Farbführung her, aber eigentlich ist alles komplett neu. Wir haben einen komplett neuen Rahmen, wir haben einen neuen Motor mit drin, wir haben eine andere Vorbaueinheit, wir haben andere Lösungen für einen Frontgepäckträger. Das ganze Bike an sich, jetzt gerade auch in der Ausführung, deswegen hatte ich gesagt, es ist ein Mega-Fahrrad, das Evil SUV. SUV bedeutet, wir haben hier eine Bereifung drauf, die ich sowohl auf der Straße als aber auch im Wald gut fortbewegen kann. Das heißt, ich habe wie eine Art Mittelsteg und seitlich halt aber immer noch ein paar Stollen für wirklich bei losem Untergrund gut unterwegs zu sein. Nochmal, die nennen das Ding SUV, deswegen. SUV, genau. Also die Evil-Serie ist ja grundlegend ein Trekkingradmodell mit einem klassischen 28 Zoll Bereifung. In dem Fall Reifendimensionen, sage ich mal, bis 47er Breite. Und das SUV-Modell ist in dem Fall halt mit dem Smart SEM. Ach, jetzt habe ich es verstanden. SUV, weil es auch mal ins Gelände darf. Genau, weil es auch ins Gelände darf. Es ist einfach von den Komponenten, das heißt also auch von der Gabel her robuster ausgelegt. Wir haben ein komplettes Aluminiumschutzblech. Also das einfach, die Wertigkeit ist extrem hoch. Und ein weiteres Feature, was man so gar nicht sieht, die Belastbarkeit des Rades geht bis 160 Kilo Systemgewicht. Systemgewicht? Genau. Was heißt denn das? Systemgewicht ist Fahrer selber und das Fahrrad. Systemgewicht. Genau. Da werden aber jetzt Leute, die vielleicht ein kleines bisschen dicker sind, sagen, oh, mein System ist heute ein bisschen schwer. Ja, aber ohne Witz. Liegt es am Fahrrad oder liegt es an mir? Also es heißt das Gesamtgewicht Fahrrad und wieso sagen die nicht Gesamtgewicht? Ich meine, Systemgewicht. Habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, ist meistens so in der Kommunikation und von daher reden wir immer, das System ist dann quasi Fahrer und Fahrrad. Ja, ist klar. Also ich sag mal, also wenn mein Opa das hier sehen würde, das Systemgewicht des Fahrrades, ja, der würde sich im Grab nochmal rumdrehen und würde sagen, das kann alles nicht. Okay, ich habe es auch verstanden, Systemgewicht heißt Schuhe, heißt Anziehsachen, heißt der Fahrer selber, das Fahrrad, was weiß ich, was hier noch hinten drauf ist, das da vorne sieht auch so aus, als könnte man da, ich sag mal, jetzt ein halbes Auto dranhängen. Genau. Also bleiben wir vielleicht mal bei dem Systemgewicht. Ja. Jetzt ist es wichtig, was wiegt das Rad? Du fragst das ja immer gerne. Jetzt kann ich dir schon die neuen Preisschilder zumindest mal zeigen. Da steht es überall drauf. Wir gucken, dass wir bei den nächsten Videos immer die neuen Preisschilder mit drauf haben. Wir haben ein Gewicht von 27 Kilo. Das ist für das, was das Rad bietet, ein faires Gewicht, weil gerade wenn ich halt auch sehe, ich habe ein Metallschutzblech, das ist halt einfach mal etwas schwerer wie ein Kunststoffschutzblech. Naja gut, das wiegt aber jetzt keine 27 Kilo. Nein, das jetzt nicht, aber im Verhältnis gesehen ist es einfach sehr, sehr wertig gemacht und das ist der Hintergrund der Evil-Serie. Die Evil-Serie war immer schon extrem erfolgreich und gerade auch das SUV-Modell, was es ja auch in vergangenen Modelljahren auch schon gab, ist mit eins der stärksten Räder, weil einfach die Leute auch ein Rad haben wollen, was sie jetzt nicht nur auf der Straße bewegen und vielleicht mal einen leichten Waldweg, sondern sie wollen die Option haben, auch mal im Bikepark. Genau, in einem Bikepark, das jetzt weniger, einfach mal unterwegs zu sein. Und deswegen kommt das Bike halt auch extrem gut an. Also wir haben es jetzt auch erst seit 2 oder 3 Tagen da. Wir hatten schon einige Kunden, die drauf angesprungen sind und direkt total begeistert waren. Wir müssen auch dazu sagen, der Rahmen, wie eben schon genannt, ist ja komplett neu. Ja, ist von der Dimension war es ja auch letztes Jahr so gewesen, dass wir einen Akku hatten, der im Sitzrohrbereich war, extern. Und jetzt ist alles komplett integriert. Das heißt, der verschwindet komplett im Unterrohr. Also was auffällt, es sieht so aus, als wäre es ein Moped von der
von der Haltbarkeit, von der Stabilität her. Es sieht gar nicht aus wie ein Fahrrad, sondern wie so ein Fahrzeug, mit dem ich zur Arbeit fahren kann, mit dem kann ich unglaublich viel machen. Also ist unglaublich vertrauenserweckend. Genau. Wir haben auch grundlegend in der Evil-Serie eine komfortable Sitzposition, darum auch der Vario-Vorbau. Das heißt also, ich kann den Neigungswinkel in der Regel von 0 bis 60 Grad verstellen. Das heißt, ich kann meinen Oberkörper in der Position verändern. Und wie schon gesagt gehabt, es gibt das klassische Trekkingrad, was es in der Evil-Form ja auch gibt. Das geht beim Elite beispielsweise los und endet quasi beim Premium-Modell. Und hier ist es einfach so, das SUV bietet mehr Einsatzmöglichkeiten. Ne? Also wirklich grundlegend schon von der Bereifung. Der Smart Sam ist ein Reifen, den wir selbst im Mountainbike-Bereich auch montiert haben. Und das ist halt schon ein großer Wurf. Wir kommen weiter zu den schönen vielen Details. Du siehst jetzt hier natürlich den komplett integrierten Akku, in dem Fall 625 Wattstunden. Bosch, ja. Wir haben auch die Kombination mit dem starken Performance CX Motor. Also das ist der stärkste. Das ist der stärkste. Das heißt, da komme ich also auch wirklich überall hoch und das auch durchaus relativ zügig. Die Feinheiten oder die weiteren Erweiterungsmöglichkeiten sind, vorne noch einen zusätzlichen Gepäckträger zu fixieren. Das sind im Prinzip die beiden und auf der gegenüberliegenden Seiten liegenden Schrauben. Dann kann ich hier so einen Frontgepäckträger drauf machen und dann halt auch nochmal zusätzliches Gepäck mitnehmen. Gibt es passend vom Hersteller, ist wirklich schön gelöst und auch hier die Details, innen verlegte Züge direkt im Steuerrohr. Das heißt, wir haben keinen Zug mehr, der irgendwie hier seitlich entlang läuft, sondern alle Züge verlaufen direkt hier oben ins Steuerrohr hinein. Pass auf, wie im Stuttgarter Hauptbahnhof. Genau. Zentraler Bahnhof. Genau. Nein, aber man lacht jetzt. Also zwei Dinge, ich habe mich jetzt unglaublich lustig gemacht. A, Systemgewicht 160 Kilogramm, da haben viele drauf gewartet. Denn ich sag mal, gerade schwere Menschen, die allein schon 120 Kilo wiegen, soll es ja geben. Und überhaupt nicht wenige. Du hast unglaublich viele Kunden, die halt ein bisschen schwerer sind. Die können eigentlich mit gutem Gewissen nicht auf normale Fahrräder steigen, weil die sind dann quasi wie beim Wohnwagen überladen. Ja, wir haben wirklich das Thema, dass ja jetzt gerade auch in der Zeit, wo viele gesagt haben, okay, Fahrradfahren werde ich nie, dann kam Corona, dann ich muss irgendwie was machen, es gibt keine Möglichkeiten, kein Schwimmbad, kein Fitnessstudio oder ähnliches. Und dann haben wir schon viel das Thema mit Systemgewicht etc. Und dann, wenn jemand einfach kommt und 130 Kilo auf die Waage bringt, dann ist die Auswahl sehr, sehr gering. Das ist ähnlich zu sehen, wie wenn ich, sage ich mal, Schuhgröße 50 habe, dann kriege ich auch nicht in jedem Geschäft meinen passenden Schuh irgendwo. Und deswegen sind wir auch wirklich froh, trotz Tiefeinstieg, irgendwo muss man ja sagen, fehlt ja hier auch was, ist das Rad bis 160 Kilo belastbar. Ja, Nachteil ist, wenn ich reinsteige, wenn du das mal gerade tust, bitte, das mal nimmst. Der Ständer ist integriert. Ja, das integriert, er ist formschön mit integriert. Formschön mit integriert. Also der ist aber dabei. Der ist mit dabei. Du siehst auch hier schön die Ladebuchse. Okay, die gibt es nochmal am Akku? Die gibt es auch natürlich nochmal am Akku, klar. Aber es ist wirklich alles sehr, sehr schön gemacht. Auch das ist natürlich schon ein Merkmal, dieser Durchgriff. Das hatten wir schon bei dem alten Modell. Alleine dieses Satte vom Bosch Performance CX, dieses Klackern, die du normalerweise immer nur in der Narbe hast. Mach mal bitte. Oh, komm, nochmal. Das hat, es hat den Grund wahrscheinlich, das Ausklinken, oder? Vom Motor? Das ist im Prinzip der Freilauf, ne, den du im Endeffekt halt hörst. Der Sound an sich fällt mir jetzt gar nicht so auf, aber er ist schon knackig, muss ich sagen. Oder? Ja, er ist satt in jedem Fall. Ist mir jetzt persönlich selber auch noch gar nicht so aufgefallen. Siehst du mal, wozu? Ja, genau. Aber man muss im Gesamten sehen, wenn du natürlich den gesamten Rahmen anschaust, auch die Möglichkeit, den Gepäckträger zu fixieren, das ist schon was Eigenständiges. Das ist kein Standard irgendwo und da hat sich Bergamot wirklich sehr viel einfallen lassen. Die Evil-Serie ist wirklich eine erfolgreiche Serie und dann das immer noch mal zu toppen, ist halt nicht ganz so einfach. Diese Möglichkeit hier kannst du natürlich halt auch sagen, okay, da kann ich mein Fahrrad auch tragen. Warte, ich zeig's mal gerade. 27 Kilogramm am 9. Dezember 2020, gehoben von Nico Ockenfels. Der Beweis, dass auch der Geschäftsführer mal was arbeiten muss. Aber es geht. Das heißt, ich krieg's hochgehoben. Was ja für viele Leute wichtig ist, Thema Wohnmobil. Kann ich das anpacken, aber mit diesem Griff, das ist ja schön, oder? Ja, ich kann ja nur mal sagen, ob es wirklich als Griff gedacht ist, aber wir haben es für uns einfach so festgestellt, dass wir hier ganz gut reingreifen können. Liebe Marketingabteilung von Bergamot, im nächsten Prospekt hätte ich gerne Nico Ockenfels
ist. Genau, wenn du noch einmal den Griff machst, bitte. Nochmal? Ja. So, und die Leute beobachten dich übrigens schon die ganze Zeit, wie du versuchst, die Rändelschraube wieder zuzumachen. Mach sie mal zu, weil das wird viel... Darf ich sie zumachen? Ja, darfst du zumachen. Aber ich zeige noch was auch ganz schön gelöst ist, dass direkt mit der Abdeckung hier auch das Schloss verschwindet. Ne? Sag mal, wo denn? Du hast hier das Schloss. Oh, ich komme mir vor wie bei QVC. Und das wird direkt dementsprechend auch mit Jetzt geht's auch zu. verriegelt. Genau. Weil die Leute eben, du hast irgendwie, während du sprachst und mit mir geredet hast, versuchst es zuzumachen. Man muss sich darauf konzentrieren. Also Schloss ist dann zu, bedeutet Spritzwasser oder Regen oder Schmutz. Genau. Das bleibt alles draußen und es sieht auch viel besser aus. Richtig, also ich finde es wirklich gut gelöst. Es sind so die kleinen Details, die es einfach dann halt auch ausmacht, wo wir auch die Idee dazu haben muss. Klar, natürlich auch so Sachen wie Ergo-Griffe, ja, das ist im Trekking mittlerweile Bereich Standard, aber auch was den Sattel angeht, Look-In-Sattel, du siehst ja hier auch in den Sattel quasi rein, ne? Du siehst den Schaum. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so sieht. Den Schaum? Ja. Ja. Genau, und Hammer machen. Und? Sieht schick aus. Dass ich einen Schaum sehe. Ja. Gefällt dir nicht? Doch, es gefällt mir sehr gut. Also was du alles siehst. Also zusammenfassend vielleicht mal Trekking, dass die Leute mal verstehen. Es gibt ja Leute, die wollen nicht nur ein Mountainbike haben, ohne Licht, ohne Gepäckträger, ohne Schutzausrüstung, ohne alles, sondern das ist jetzt mal, ich nenne es mal so ein richtiges Kraftfahrzeug, was ich jetzt um 5 Uhr im Winter auch fahren kann, ohne gleich überfahren zu werden, weil die Leute mich sehen. Ich habe ein richtiges Rücklicht, was ich übrigens mit der Fernbedienung, also mit der Steuerung an- und ausschalten kann. Mach mal. Genau. Das, was man sieht, also ist aus und an. Und das Ganze ist wie beim Auto, findet vorne direkt am Cockpit statt. Mach mal an. Ja. So, da ist auch die Lampe mit dabei. Die wird auch gespeist direkt aus dem Akku. Das heißt, da brauche ich mich ums Aufladen nicht zu kümmern. Wenn ich stehe an der Ampel, da geht es aber aus. Nein. Ja, nein, das war doch früher so. Ja, wenn du mit dem Namendynamo, es gab im Endeffekt immer so einen Restspeicher. Das heißt, wir hatten dann bei den Rücklichtern beispielsweise eine Standlichtfunktion. Hier sind wir sowieso direkt am Akku dran. Das heißt, die Beleuchtung hat dauerhaft halt auch Strom, sofern das System halt auch an ist. Und im Gesamten muss ich halt wirklich sagen, ist es echt ein hammertolles Bike, ich finde es klasse. Wo also wirklich vom Einsatzzweck her genau den Zeitgeist halt auch trifft, weil das Trekkingrad gefühlt verliert immer jetzt so ein bisschen mehr, weil es doch eingeschränkt ist mit dieser glatteren Bereifung und gerade dieses Modell, das SUV, hebt sich wirklich dort heraus. Wir starten bei der E-Wild-Serie prinzipiell ab 3.499 €. Das wollte ich gerade fragen. Und was steht denn drauf? Gehen bis 4.999 €. Das Verhältnis, also wirklich dann 300 € mehr im Verhältnis zum Einstiegsmodell, hätte ich eigentlich gedacht, dass Bergamont hier höher vom Preis ansetzt. Aber ich finde es vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich halt auch klasse. Wir haben auch Funktionalitäten wie Lockout der Gabel vom Lenker aus, wie wir das vom Mountainbike her halt auch kennen. Also auch das alles Features, die hier schon vorhanden sind. Und eine gut funktionierende Santo-Gabel, Luftgabel halt auch. Ne? Also da wird also auch wirklich hochwertiges Material verwendet. Smart. Und was ganz Tolles, eine manuell verstellbare Sattelstütze. Ja, klar, klassischer Schnellspanner. Das heißt also für den Diebstahl eher nachteilig, aber um mal die Position zu verändern. Wir haben viele, die auch sagen, okay, wir teilen uns vielleicht das Fahrrad sogar und dann muss das natürlich halt auch irgendwo ein bisschen schneller gehen. Genau, ist nämlich bei vielen, die eine verstellbare haben, ist das fest und hier kann ich also sehr leicht agieren, was auch toll ist beim Wohnmobil. Ich kann, wenn ich es verladen möchte, obwohl der Lenker ist hier der höchste Punkt, da wäre es jetzt nicht so schlimm, aber das ist, ja, ich finde es toll. Ich hätte jetzt gedacht, ohne Witz, ich habe gedacht, es wäre teurer, weil das ist der große Akku drin, der Performance Line CX drin, die Deore ist mit drin, vorne die Luftfeder, ist eine Luftfeder? Nee, eine Stahlfeder. Luftfeder, doch, ja, ist eine Luftfedergabel drin und dann halt auch die Besonderheiten, ob man jetzt wirklich einen Frontgepäckträger braucht, ja oder nein. Aber es sind passende Produkte aus dem Bergamont Zubehörbereich und das spiegelt sich halt wirklich im kompletten Rad dann halt auch wieder. Also da ist wirklich viel Innovatives mit dabei und es ist eine deutliche Aufwertung oder ein wertiges Produkt im Verhältnis zum Vorgänger. Ja, wir kommen gleich auf ein Produkt von Scott. Ja. Denn das haben wir vorne stehen, also Bergamont made in, oder die Design in Germany? Ja, in Hamburg. In Hamburg. Und da vorne steht schon das nächste Video, was wir gleich drehen werden. Das E-Ride, was ist das für eins?
E-Ride Sub 20 müsste das sein. Das ist komplett, also mir gefällt das Schwarze natürlich auch sehr gut, vielen Frauen auch, aber auch das Grüne hat seine Fans, denn das Thema Sichtbarkeit, also ohne Spaß, das Grüne siehst du wenigstens noch tagsüber, das Schwarze, war schon krass. Also wenn ich jetzt ein bisschen weit weggehe, dann siehst du gar nichts mehr. Aber es sieht schick aus. Es sieht schick aus, es ist dezent. Das ist natürlich der Unterschied. Also gerade auch bei den Evil-Modellen. Wir haben hier nur 5 Farben, die in diesen Modellen wiederzufinden sind. Das ist das Grün bei dem SUV, das war schon immer so. Das Einstiegsmodell ist in der Regel blau. Dieses Jahr ein bisschen dunkler vom Blauton her. Das Top-Modell ist orange. Dann auch mit der elektrischen Enviolo-Schaltung. Und was haben wir noch? Rot haben wir noch mit drin und Grau. So, ich mache mal ganz kurz einen Rundgang. Du besorgst mal bitte einen Ragtime. Ist es Ragtime? Guck mal, das ist Ragtime, genau. Vielleicht mal irgendwas in Braun, würde ich mal gern sehen, wenn es ginge. Bitte. Ach, das liebe ich so. Den Einkaufen schicken, den Nico. Der geht mal kurz runter. In Braun. Ich zeige euch noch mal kurz das Fahrrad. Also hier steht es, das Evil SUV Trekking Fahrrad 2021 in der Farbe Schwarz-Grün und 625 Wattstunden Akku, 27 Kilogramm Gesamtgewicht, wie es hier steht, für 3.799 €. Und das Thema Ragtime muss man noch mal kurz erläutern. Hier gibt es übrigens noch ein Add-on. Das soll uns der Nico aber gleich mal erzählen, weil wir haben nämlich hier noch 2 kleine Aufnahmeeinrichtungen. Ich glaube, man kann diesen Träger hinten noch mal ein kleines bisschen verstärken. Da gibt es hier vorne noch so Aufnahmeeinrichtungen. Bitte? Der hängt ja im Moment nur an einem Punkt. Man kann hängt ja hier noch mit dem Schutzblech. Das ist die weitere Abstützung, die wir haben. Die weitere Abstützung. Genau. Weil da vorne, ach so, das ist gedacht für die Bremse. Das heißt, alternativ haben die dann auch eine Namenbremse. Fürs Schloss. Mhm. Genau. Okay. Leider keinen braunen Korb aktuell, deswegen jetzt mal eine neutral schwarze Tasche. Grau, schwarz-grau. Naja, ich dachte, Korb wäre jetzt schön gewesen. Aber die ist natürlich viel schöner, weil du hast ja ausgewählt. Preis von der Tasche? 89,90. Ja, das muss man trotzdem erläutern. Das ist eine hohe Qualität. Man kann sie ruckzuck abnehmen und man kann sie erweitern. Kommen wir am besten mal auf die andere Seite, dann sieht man das, wie die Funktionalität ist. Du hast hier den Schnapper, ne, der quasi das System einrastet. Hier sind die Zapfen, die jeweils hier und hier. Da unten 2 weitere in das System. So, und wenn ich dann mal zum Aldi fahre, kann ich die Seiten öffnen und dann simsalabim kommt ein Volkswagen T6 Kofferraum bei raus. Genau, also die Tasche ist mit die meistverkaufte Tasche, die wir haben. Wir sind froh, dass Ragtime dort passende Systeme anbietet. Du hast zum einen hier deine komplette Taschen mit Tragegrifffunktion. Ja. Das heißt, den hängst du hier und hier ein und kannst das Ganze mal wie eine Tragetasche nutzen. Regencape mit dabei. Für die Tasche. Für die Tasche, mit für dich. Und dann haben wir noch die Erweiterung. Jetzt bin ich mal gespannt. Öffnungen hier sind, hier die Reißverschlüsse. So. Ah, okay, höher. Dann wird es nochmal größer. Ne? Also Erweiterung des Stauraums. Ja, hier würde ich beim Globus meinen halben Einkaufswagen reinkriegen. Ja. Aber jetzt ohne Witz, so die Seiten, wenn du denn wirklich mal was unternimmst, bist am Campingplatz, willst mal was transportieren. Hier geht schon jede Menge rein. Ne? Also da kannst du schon ein bisschen was positionieren oder guck mal, 2 1,5 Liter Flaschen. Das ist so prima. Ja, hier steht's. Nico, du hast 2 Geschäfte. Im Moment drehen wir gerade im Saarland, im nördlichen Saarland in St. Wendel. Und auch hier eine tolle Reise wert. Der wichtigste Punkt in St. Wendel ist die... Was? Ist Recycle. Nein, ist der normalerweise stattfindende Weihnachtsmarkt, der, ich glaube, dieses Jahr ausfällt. Der fällt leider aus, ja. Genau, der ist auch weltweit bekannt. Also Leute kommen aus der ganzen Welt nach St. Wendel. Er ist sehr kurz. Immer wenn ich komme, ist er schon zu. Ja, dann bist du immer zu spät. Ich glaube, eine Woche nur, gell? Gibt's wieder Ärger mit deiner Frau? Ja. Der ist eine Woche normalerweise. Ich weiß es gar nicht, aber es sind immer jede Menge Busse da. Ja, es ist so. Die Leute kommen wirklich schon weit her zum berühmten St. Wendeler Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr findet er nicht statt. Einmal in St. Wendel, direkt neben der, was ist das, Shell-Tankstelle. Ja. Direkt an der Bundesstraße, was ist das, B? 51. B51. Und dann bist du in Riegelsberg, das liegt
überhalb oder oberhalb von Saarbrücken in Fahrtrichtung Schmelz. Für alle Schmelzer, wir haben euch erwähnt. Und dann gibt es aber was ganz Tolles. Man kann dieses Fahrrad hier, wie es hier ist, bestellen. Das heißt mit einem Systemgewicht von 160 Kilogramm und diesem tollen Motor online auf wecycle.de. Und wie funktioniert das? Jetzt sehe ich das, sehe das Video und sage, hey, ich will es gern haben. Ich gehe auf die Website. Genau, auf die Webseite das Modell eigentlich nur auswählen, entweder den Text, du hast es ja eben eingeblendet, oben in die Suchleiste eingeben und dann die passende Größe auswählen. Wir geben immer die Körpergröße in Klammern hinten mit an. Es ist nur ein Richtwert. Ne? Wir müssen immer in der Abhängigkeit natürlich auch von der Schrittlänge halt ausgehen, dass eine Größe variieren kann. Und wenn das aber soweit klar ist, in den Warenkorb legen, Adresse angeben, Zahlen. Und los geht's. Zahlen geht auch per EC-Kreditkarte? Oder wie läuft das? Geht also dementsprechend per Vorab oder per Vorauskasse, sprich Überweisung. Amazon Payments, PayPal, Kreditkarte, Finanzierung, auch das ist möglich. Im aktuellen Fall bis zu 36 Monate mit 0%. Apple Pay? Apple Pay ist noch nicht mit drin. Ist noch nicht integriert. Jetzt wirst du das Geschäft deines Lebens verlieren, wenn du Apple Pay nicht hast. Aber das ist nicht so schlimm. Das heißt, die wichtigsten Sachen. Ja, vielen Dank, Nico. Habe heute viel gelernt. Ich finde das Rad toll. Ich finde überhaupt Tiefeinsteiger. Ich habe 2 Tiefeinsteiger zu Hause, die allerdings wackeln wie ein Kuhschwanz, haben damals gekostet mit Motor 999 €. Beide Akkus sind übrigens schon kaputt. Hersteller ist übrigens, falls ihr zuhört, Panasonic. War freundlicherweise, also irgendwie hat erst der eine Akku aufgegeben, dann der andere. Fahrräder sind jetzt schon 6 Jahre alt. Aber ich sag mal so, hat ja auch nur 999 € gekostet, muss man dazu sagen. Aber hier mit 3,7, denke ich mir, hat man für die nächsten Jahre seine Ruhe. Und du sagst, du hast Bergamont jetzt wie lange schon? Bergamont machen wir seit 22 Jahren. Echt? Ja, also mit dem Vorgänger muss man natürlich sagen, WeCycle besteht ja seit 10 Jahren, aber dem Vorgänger in Riegelsberg, wo ich das Geschäft übernommen habe, ist die Zusammenarbeit mit mir und auch in dem Bereich schon seit 22 Jahren vorhanden. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Nico Ockenfels von WeCycle. Wir drehen am 9. Dezember 2020. Tschüss. Ciao.